Oh hey! Nachdem wir in den letzten 2 Videos mehr oder weniger den Film abgefrühstückt haben, mit einem vergessenswerten Nicktoon und der beliebtesten Cartoon Network Show überhaupt, wird es doch mal Zeit, dem Film ein würdiges Finale zu geben. Und was könnte nun etwa die Algorithmengöttin am meisten befriedigen, als über ein Spin-off zu der beliebtesten bzw. bekanntesten Show überhaupt zu reden? Ja, die Rede ist hierbei von Breaking Bad. Und nein, wir reden heute nicht etwa über Better Call Saul, weil das ist kein Cartoon. Wir reden über das Spin-off von Better Call Saul, Slipping fucking Simmy. Kennt Slipping Simmy nicht? Dann haltet euch fest, denn heute reden wir über den Cartoon und alles, was ihr über den Cartoon wissen müsst. Aber bevor wir dazu kommen, wie immer die üblichen Disclaimer vorweg. Hierbei ist es nur meine Meinung, falls ihr eine andere habt. Lasst die mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ist ja auch gesagt, hierbei kann es zu Spoilern kommen zu sowohl Breaking Bad, Better Call Saul, vielleicht El Camino und natürlich am meisten wird hier gespoilert von Slippin' Simmy. Anyway, alles Disclaimer one disclaimed. Legen wir mal los mit diesem Video. Und bevor wir zu der Materie kommen, reden wir doch mal kurz über das getaufte Mathverse. Zumindest so nennen etwa die Leute dieses Serienuniversum im Netz. Natürlich hat alles damit begonnen im Jahre 2008 mit Breaking Bad, was eine sehr unbekannte Serie ist. Ach, Spaß beiseite. Ihr alle kennt Breaking Bad. Ihr alle wisst, wie gut Breaking Bad ist. Zwar finde ich, dass Breaking Bad eine fantastische Show ist. Und ich meine, wie kann man das auch nicht finden? Was für ein Hot Take, ich weiß. Aber persönlich bevorzuge ich dann doch eher mehr Better Call Saul. Das spätere Spin-off hat nicht nur etwa eine mehr ausgefeinerte Cinematography, die einfach nur wunderschön aussieht. Und die Cinematography in Breaking Bad ist auch eine wirklich gute. Eine der besten von irgendeiner Live-Action-Show. Aber Better Call Saul bringt es auf einen anderen Level. Ich kann verstehen, warum viele Breaking Bad immer noch bevorzugen. Breaking Bad ist Lighting in a Bottle, was man eigentlich etwa kaum wirklich recreaten kann. Und das Wunderschöne an Better Call Saul ist dabei, dass es nicht irgendwie Breaking Bad 2 sein müsste oder es recreaten will, sondern sein ganz eigenes Ding ist. Sammy, gespielt von Bob Odenkirk, ist ein fantastischer Charakter in Better Call Saul und man nimmt bei diesem Comic Relief, um ihm einfach ein ernstes Spin-off zu geben und das funktioniert erstaunlicherweise gut. Und auch als Prequel ist Better Call Saul wundervoll. Ich könnte über Better Call Saul bis Stunden schwärmen. Und natürlich gibt es noch den Film El Camino, was mehr oder weniger ein Coder ist zu Breaking Bad, vor allem zu der Figur Sassy. Ich liebe Aaron Paul als Schauspieler und finde, dass Sassy ein fantastischer Charakter ist, aber zugegeben, El Camino ist ein wenig schwach und ist dann doch ein wenig mehr Fanservice als wirklich ein wunderschönes oder bisher süßes Coda. Es gibt viele Aspekte, die ich an El Camino mag, aber das ist wirklich das festeste Werk und dennoch ist es immer noch sehr solid. Aber natürlich, keiner dieser Werke kann die Show schlechthin übertreffen. Wir reden über Slippin' Simmy. Also falls ihr mich entschuldigen könnt, ich schaue mir jetzt nun etwa alle 6 Episoden dieser wundervollen Serie an. A few moments later. Das war eine Show. Aber spulen wir doch mal zurück, reden wir doch mal über die Story dieser Show. Und Story in Quotation Marks. Die Story dieser Show verfolgt mehr oder weniger den jungen Simmy McGill, aka Slippin' Simmy, sein Nickname. Und Marco, der in Better Call Saul wirklich ein fantastischer Charakter ist. Aber hier reduced wird zu einem Comic Relief. Kennt ihr Patrick aus den mittleren Seasons von SpongeBob? So fühlt er sich mehr oder weniger an. Vielleicht nicht so mean-spirited, aber mehr oder weniger wie der dumme Side-Character. Und es gibt auch noch einen Rivalen, der mehr oder weniger eine Thaddeus Counterpart ist. Und wieso mache ich so viele SpongeBob-Referenzen? Das ist doch etwa eine Show, ein Spin-off zu Breaking Bloody Bad und Better Call Saul. Beide Shows, die für ein eher mehr älteres Publikum angedacht sind. Aber leider so fühlt sich die Show nicht an und per se ist das jetzt auch nicht was Negatives. Per se kann eine Show einen komplett anderen Ton streiken. Das Problem ist hier aber, und das ist ein wirklich ganz großes Problem an dieser Show, ich weiß nicht, für wem es sein muss. Und das ist wohl einer der größten Probleme, die eine Show haben kann. Zu wissen, was etwa deine Target Audience ist, was etwa das Publikum ist, was du am meisten, beziehungsweise größtenteilig ansprechen willst, ist ein Key. Ohne das ist deine Show mehr oder weniger am Arsch. Und ich könnte jetzt über viele andere Adult-Comedy-Cartoons mich beschweren, aber eine Sache muss man diesen lassen, zumindest den meisten von diesen. Sie wissen genau, für wem sie gemacht sind. Magst du Family Guy? Dann gibt es natürlich hunderttausende Clones von dieser Show. Und das wissen die Shows auch. Und das nutzen sie mehr oder weniger auch zu ihren Advantage. Ob es jetzt was Gutes ist eine komplett andere Frage. Aber das hat Slippin' Simmy absolut nicht. Es ist eine Show, die sich kindlich anfühlt. Und ohne die Better Call Saul Connection, die auch nur ganz bar ist und irgendwie auch nicht richtig funktioniert. Ich meine, wir haben Continuity-Fehlers hier. Würde man auch einfach nur meinen, es ist einfach nur ein dummer weiterer, vergessenswerter Kids-Cartoon-Show mit ein wenig Crossout-Humor. Ich meine, schaut euch einfach mal die Clips an, dann seht ihr bestimmt etwas zahlreiche
Szenen, wo irgendein Charakter pukt. Und das ist auch jetzt nicht etwa wirklich angenehm sich anzuschauen. Ich habe es in anderen Videos erwähnt oder referenziert. Ich bin semi-gemixter Meinung zu Crow's-Out Humor. Crow's-Out Humor kann in manchen bestimmten Shows wirklich gut funktionieren. Hier funktioniert es absolut nicht. Hier fühlt es eher mehr an, als hätte man das nur genutzt, um ein wenig edgiger, ein wenig erwachsener in Quotation Marks zu sein. Und das funktioniert nicht. Das kommt auch einfach nicht so rüber. Slip Semi hat nicht nur das, sondern auch Referenzhumor. Und Comedy, die basierend nur auf Referenzen ist eine Sorte an Comedy, die manchmal gut funktionieren kann und wirklich fantastisch witzig sein kann. Manchmal, in vielen Fällen zumindest für mich, nicht etwa wirklich viel sagen. Viele der Episoden sind mehr oder weniger Parodien auf bestimmte Filmgenres oder auch auf bestimmte Filme. Gutes Beispiel ist The Exorcist, wovon ich etwa viele Clips ja zeige. Und diese Episode ist halt auch einfach nur, hey, was ist, wenn wir The Exorcist machen? Aber das ist mit Slippin' Simmy und ein Freund Marco und den anderen Typen, den Bully-Typen. So fühlt sich diese Episode an. Und viele der anderen Episoden fühlen sich an. Meine, von diesen ganzen 6 Episoden mag ich vielleicht etwa den Fakt, dass man zumindest in der Western-Parodie mit den Snowboards ein wenig mit dem Aspect Ratio gemessen hat. Aber so gut kommt das ja auch nicht rüber und so gut sieht es auch jetzt einfach nicht aus. Aber hey, es gibt man so okay so Moment. An sich ist die Show jetzt auch nicht schlecht. Aber es fühlt sich an, als hätte man einfach diese Show gegreenlightet und dann gesagt, shit, wie kann man das am besten vermarkten? Weil, will das wirklich jemand schauen? Ich weiß ja nicht so genau. Ach, hau einfach mal den Namen von dem Breaking Bad Universe drauf. Mach es so ein Better Call Saul Prequel. Und ich erwarte jetzt auch nicht etwa denselben Ton wie Better Call Saul oder auch Breaking Bad. Ich brauche einfach kein Drama, um es gut zu sein. Wenn es eine Comedy sein will, dann kann es ruhig eine Comedy sein. Aber es versucht irgendwie nicht etwa richtig eine Comedy zu sein. Es versucht ein wenig das Ganze zu safe zu spielen. Es ist nie bissig, es ist nie brutaler. Und an sich bin ich kein großer Fan von brutalen Adult Cartoon Comedies. Manchmal können die auch einfach nur too much sein und machen das einfach nur for the sake of it. Und hier spielt man das einfach viel zu viel safe. Also würde man etwa erwarten, dass es etwa nur etwa Leute schauen, die vielleicht 12, 13, was weiß ich sind. Und ich glaube nicht, dass es etwa eine prinzipielle Target Audience, die du etwa anziehen möchtest. Aber das ist auch etwa die Sache. Wem möchtest du hier anziehen? Was ist etwa das Main-Publikum dieser Show? Ist es für Breaking Bad Fans oder Better Call Saul Fans? Nein. Sonst hätte es viel mehr Connections oder würde sich zumindest wie eine Comedy aus dieser Welt anführen. Ist es einfach nur für Leute, die Adult Cartoon Comedy mögen? Nein. Es ist viel zu safe. Und man kann es auch etwa nicht wirklich richtig als eine Adult Comedy Cartoon Show benennen. Aber reden wir über eine andere Sache. Die Animation. Die Animationen sind plan. Ich würde behaupten, sie sind passabel noch, aber auch sehr limitiert. Man kann mal merken, dass das Budget etwa sehr gering ist und das AMC Plus oder wer auch immer hinter dieser Show gesteckt hatte, jetzt nicht etwa wirklich so viel Geld reingepumpt hat hier. An sich muss etwa keine Cartoon Show viel Geld kriegen, um etwa gute Animation oder einen guten Artstyle oder sonstiges zu kriegen. Und auch wenn die Designs jetzt etwa nicht horrendous sind, so doch haben die auch nicht etwa so viel zu sich. Ich meine, klar kann man erkennen, dass der eine etwa Semi McGill sein soll, aber falls ich euch das nicht etwa erzählt hätte, hättet ihr gewusst, dass es Semi McGill ist? Jetzt mal ernsthaft, wenn ihr einfach nur dieses Bild gesehen hättet. Hättet ihr gewusst, das hat was mit Better Call Saul zu tun? Ich glaube eher weniger. Und dasselbe kann man eigentlich auch für all diese Charaktere sagen. Ich finde zwar Samantha das mal als bisschen cartoonigerer gemacht hat und nicht etwa diesen realistischen Look genommen hat wie eine Show wie Arthur. Und ja, ich weiß, in dieser Review habe ich viele Comparisons gezogen zu den Muttershows und ich möchte etwa eine Sache klarstellen. Wenn diese Show ihr eigenes Ding machen möchte, ist das natürlich okay. Aber wieso ist das etwa ein Tattoo dieser Serienwelt? Und wieso macht das irgendwie nichts mit dieser Serienwelt? Ich wäre sogar okay, wenn man einfach sein komplett eigenes Ding gemacht hätte und vielleicht einfach eine Parodie auf Breaking Bad gewesen wäre. Breaking Bad Babies. Das wäre vermutlich interessanter. Als solches ist diese Show einfach nur öde. Sich per se nicht lässt. Es gibt viel zu kritisieren, viel zu bemängeln. Und dennoch, für mich ist eine Show, die öde ist, schlimmer als eine Show, die mich nervt. Für mich ist auch eine schlechte Show, zumindest was ich etwa mich erinnern kann. Schlechte Charaktere, schlechte Figuren, schlechte Animationen. Das sind alles erinnernswerte Dinge, auch wenn es nicht zu den richtigen Punkten sind. Und das meiste, was Schleppen Semi macht hier, ist passable, okay, meh, whatever. Und dann sollte ich bezweifle, dass ich mich an diese Show noch erinnern werde, als einfach nur als eine Footnote. Das ist für mich was Trauriges. Doch anyway, damit beenden wir unseren Theme auf einen Höhepunkt. Oder auf einen Lowpunkt, ich weiß auch nicht. Wie geht das überhaupt? Von allen 3 Shows, die ich bewertet habe, ist es vermutlich die schwächste. Und dennoch war dieser Theme eine spaßige Idee. Vermutlich nicht etwa so eine Sache, wo jeder jedes Video geschaut hat und diese kleinen Referenzen oder so
Dogs mitbekommen hat. Aber hey, es war eine nette Idee. Doch nun würde mich eure Meinung zu dieser Show und zu dem Mathverse interessieren. Was ist eure Lieblingsshow aus dieser Welt? Und habt ihr von Slip and Sammy überhaupt jemals was gehört? Lasst es mich doch gerne alles in den Kommentaren wissen. Und wir hören uns, bzw. sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.